4 Immobilientipps, die Sie unbedingt kennen sollten. Thorsten Wittmann, heute lieben Gruß an die ganze Klartext-Community. Wir befinden uns in Darmstadt beim Immopreneur-Kongress und haben den Organisator hier, Thomas Knedel, und hocherfolgreicher Immobilieninvestor. Ja, sei gegrüßt und hallo und wunderbar, dass ich dabei sein darf. Super, ja, und das heißt, das heutige Tippvideo wird eben auch nicht von mir kommen, sondern es wird um das Thema Immobilien gehen, und da bist du der Fachmann, und du hast heute 4 ganz wichtige und tolle Tipps mitgebracht. Was muss man beim Investieren in Immobilien beachten? Ja, da fällt mir immer so beim allerersten immer direkt ein, dass viele junge Investoren, die kommen zu mir und sagen, ja, sie haben hier eine Immobilie gefunden und wollen mit dieser Immobilie einsteigen. Und dann frage ich, ja, was hast du denn für eine Immobilie? Was ist das eine? Und dann sagt er zum Beispiel, ja, das ist eine Gewerbeimmobilie mit einer Lagerhalle und da sind 2 Mieter gerade ausgezogen und da können wir noch was entwickeln und wir müssen nur das Dach noch abdichten und im Parkplatz müssen wir auch noch ganz, ganz viel machen und da sind noch 5 Risse, aber dafür ist die Immobilie günstig. Vielleicht hört man das ja so ein bisschen raus, ist nicht zwingend eine Anfängerimmobilie. Das heißt, viele Anfänger kommen mit total komplizierten Sachen zu mir und sagen, ich soll da damit anfangen. Das ist einfach nicht das Richtige. Einfach kleiner anfangen, das heißt nicht klein halten, aber erstmal gucken, was kann ich mir zutrauen, was ist mein Horizont. Das heißt, wenn ich die allererste Immobilie mache, warum so kompliziert machen? Ich empfehle da immer entweder eine Wohnung oder ein kleines Mehrfamilienhaus, wenn man kapitalstärker ist beispielsweise, und dann gucken, keine Vollsanierung zu machen, sondern eine Immobilie eben zu kaufen, mit der man eben ganz vernünftig arbeiten kann, das heißt vielleicht was zu renovieren ist, was Anschluss zu vermieten ist und fertig. Und dann kriegt man das mit, wie das Investment funktioniert, und dann läuft das schon mal. Was man machen kann, was man noch machen kann, also was ganz wichtig ist für den Einstieg, ist sich vorzubereiten, das ist so mein zweiter Tipp, den ich mitgebracht habe, ist das Thema Immobilienfinanzierung. Viele Leute wollen eine Immobilie kaufen und gehen dann zur Bank. Das ist aber der falsche Weg. Erst zur Bank zu gehen oder noch besser, sich erstmal ordentlich vorzubereiten, das heißt eine Strategie auszuarbeiten, zu überlegen, was ich machen möchte und dann mit dem einen oder anderen Banker zu besprechen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn man seine Rahmendaten so klar hat, dann eben in die Richtung zu gehen und loszumarschieren und Immobilien zu suchen. Der dritte Tipp, der mir hier einfällt, ist, wie gehe ich ran an die Aufwertung? Das heißt, ich habe eine Immobilie gekauft und dann überlegen die Leute eben so ein bisschen, ja, ich muss wieder einen Handwerker finden, ich muss vielleicht ein Bauunternehmen beauftragen oder sonst irgendwelche komplizierten Dinge machen, was gar nicht so kompliziert ist, sondern da kann man sich sehr früh vernetzen schon mit anderen erfahrenen Investoren beispielsweise, also auf dem Immopreneur-Stammtisch beispielsweise zu gehen oder einmal im Jahr auf unseren Kongress kommen oder sonst dergleichen, und dann lernt man einfach andere Investoren kennen. Und wenn man dann in der Region Leute kennt und sagt, hier hast du nicht mal einen Handwerker, der hier mit aushelfen kann, dann ist das ein mega Vorteil, gerade am Anfang, um eben dann sein Netzwerk aufzubauen. So, und wenn man dann ein bisschen weiter ist und so sage ich mal, 2, 3 Immobilien gekauft hat, dann so vielleicht nochmal so ein kleiner fortgeschrittener Tipp, dann bleiben viele Leute hängen, weil dann gibt es so den klassischen Spruch von einem Banker, mach mal langsam. Warum? Gerade wenn jemand Gas geben möchte, weil Banker natürlich ziemlich vorsichtig sind und sagen einfach, nicht so schnell wachsen, verzettel dich nicht und so weiter, und da ist zum Teil was dran. Wenn man es aber richtig macht, dann kann man durchaus schnell wachsen, und deswegen ganz wichtig, wenn man ein Investment nach dem anderen machen möchte, sich da rein zu versetzen, wie guckt die Bank? Das heißt, konservativ finanzieren oder eben ultra günstig kaufen. Das heißt, einfach die Extrameile zu gehen, sage ich immer so schön, und nicht das Superschnäppchen zu machen, aber versuchen eben eine Immobilie aus einer Situation zu kaufen, wo jetzt der Verkäufer nicht unbedingt Gewinnmaximierung betreibt, sondern eben einfach die Immobilie schnell loshaben möchte oder sonst dergleichen. Und dann kann man natürlich einen spannenderen Preis bekommen und dann die Immobilie recht zügig aufwerten, also durch Renovierung, Anschlussvermietungen oder sonst dergleichen. Und dann hat man eine super eben Ausgangssituation. Das sind so ungefähr die 4 Tipps. Wenn man die beherzigt, relativ am Anfang, dann kann man wirklich ein Fass aufmachen und dann kann man wirklich Gas geben mit Immobilien. Ja, das ist so. Und der Sport hat viel Lehrgeld, und einfach, dass man sich kontaktet, das ist sehr wichtig, wie du das bei den Stammtischen gemacht habt. Ihr macht es ja selber, kann es auch so, und wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Ich muss auch sagen, also
wenn aus der Community, wenn es da Fragen zu Immobilien gibt, bei euch ist man sehr, sehr gut aufgehoben. Ganz toller Kongress, Wahnsinn, also hochprofessionell, tolle Sprecher hier, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch für die Einladung. Ja, und für die Tipps vor allem, für unsere heutige Episode von Faszination Freiheit. Ja, und wir sehen uns ansonsten nächsten Freitag wieder. Damit Sie keine von unseren Tipps und Tricks verpassen, gerne unterhalb des Videos dann dort eintragen. Wir packen auch noch einen Link von dir mit dazu, diejenigen, die noch mehr Informationen haben möchten. Und ja, bis nächsten Freitag und viele Grüße, Thorsten Wittmann und Thomas Knedel. Ciao, tschüss. Er ist der Mann, der für dieses Thema lebt, um die Welt reist und die besten Anlagetipps für dich zusammensammelt.